Heute bin ich mit dir in Costa Rica im Piedras Blancas Nationalpark. Ich persönlich habe mir damit auf meiner Reise einen kleinen Traum erfüllt, und zwar wollte ich unbedingt nach 2013, als ich hier 2 Monate in diesem herrlichen Stück Erde verbringen durfte, wieder zurück zur Quelle der Inspiration, um einfach mal die Seele zu reinigen, einfach mal ein bisschen digital zu entgiften. Und heute in dem Video zeige ich dir mal, wie dieser Ort aussieht, was meine Aufgabe ist, aber auch, was es für eine traurige, düstere Geschichte hier hat. So, das Herzstück ist natürlich hier das Gebäude von den Parkwächtern. Hier hast du in der Regel immer eine Person, manchmal 2, in seltenen Fällen auch 3 Personen, die hier drin sind. Wir können uns auch gleich mal das angucken, wie es hier aussieht. Blop, blop, blop. Kleines Wohnzimmer gibt es hier. Hier hast du solarbetriebenen Strom. Du hast hier für den Fall der Fälle die Möglichkeit, mit Funk, mittels Hilfe von Funk eben auch Hilfe abzusenden, Hilfe zu erbitten. Das kleine Wohnzimmer. Hier hinten hast du dann von den Parkwächtern Zimmer zum Übernachten. Gleiche auch für oben, für Gäste. Und hier hast du eben eine kleine Küche, wo es alles gibt. Hier ist der Carlos. Hola Carlos. Lernen wir gleich noch kennen. Nos vemos en 5 minutos. Hier gibt es die Möglichkeit zu kochen. Naja, was gibt's? Reis und Bohnen, wie fast jeden Tag. Kühlschrank können wir auch mal kurz reingucken. Hier hast du alles Mögliche von kleinen Paprika, hier Kartoffeln, Chayote, hier gibt es Tomaten, alles was das Herz begehrt. Zwiebeln, hier ist der Knoblauch. Und nun gucken wir uns mal die andere Ecken an. Das Gebäude hier ist jetzt für Touristen oder für Leute wie mich. So, das ist jetzt mein kleines, gemütliches Zimmer. Wie du sehen kannst, ein bisschen unordentlich. Ich habe eben meine Wäsche gemacht, muss dann eben noch neu beziehen. Und ja, hier oben stehen meine Sachen rum. Bisschen schade, wie ich finde. Man hat hier zwar Lichtschalter, aber Strom gibt es ja keinen. Das heißt, hier ist es eben absolut notwendig, immer mit Taschenlampe rumzulaufen, gerade wegen den Schlangen nachts. Und ansonsten liebe ich es, wie jetzt gerade, hör mal, das Prasseln des Regens am Wellblechdach hier oben ist einfach ein Geschenk des Himmels. Einfach dieses Geräusch, Tag für Tag, es regnet hier jeden Tag, Tag für Tag hören zu dürfen, das ist einfach wunderbar. Da schläft man, da träumt man wirklich wie ein König. Direkt nebendran gibt es dann auch hier 2 Duschen und 2 Toiletten. Finde ich ziemlich cool. Da hast du dann auch wirklich deine Ruhe, vor allem gerade jetzt, wo kein Mensch hier ist. Wir gucken uns jetzt mal oben noch das letzte Gebäude an. Was das vorne für ein Gebäude ist, kann ich gar nicht sagen. Das steht jetzt momentan leer. Hier oben haben wir aber jetzt noch ein Gebäude, das wird immer das Labor genannt. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. So, jetzt gucken wir uns mal rein. Das war früher wohl von Wissenschaftlern eine Art Labor. Hier ist dann zum Beispiel Fallen für Nagetiere wie Agutis, Käfige oder irgendwelche Zapfen und Früchte. Und ganz interessant finde ich hier zum Beispiel, das ist der Kopf der gefürchteten Terciopelo, einer Lanzenotter. Und hierzu habe ich auch schon ein Video gedreht, wie man eben diese Schlange findet. Am besten ihr so gut wie es geht ausweicht, weil der Biss von ihr absolut uncool ist.
Hier eben gesammelte Schädel von allen möglichen Tieren. Das hier von Pferden. Das hier eben auch Pferdeschädel. Hier Pferde sterben ganz viele. Hier zum Beispiel sieht man ganz gut, ja, dass sie auch schon ein bisschen älter sind. Schildkröten. Und hier sitze ich dann ganz gerne morgens, trinke um 5 Uhr schon meinen ersten Kaffee, habe dann diesen Ausblick und du siehst dann morgens schon die ersten Tiere, die hier frei rumlaufen, wie zum Beispiel Nasenbären, Agutis, Papageie, du hörst manchmal die Brüllaffen, du hörst die Aras und die Sonne siehst du zwar hier nicht aufgehen, aber du siehst dann eben morgens schon, wie das Licht kommt und ich finde es einfach faszinierend und so schmeckt einfach der Kaffee unglaublich gut. Und auch jetzt, wie zum Beispiel, wenn es regnet, man hört es prasseln wieder. Herrlich, also wirklich wahnsinnig cool. Ich zeige dir jetzt mal hier meine Lieblingsstelle und zwar ist das ein kleiner Farnhügel. Und das sind wirklich nur 600 Meter, aber die haben es in sich. Das zieht ganz schön, weil hier der Untergrund sehr schlammig ist. Schau dir einfach mal diese unfassbare Natur an da im Hintergrund. Wahnsinn! Man kann da unten jetzt erkennen, da ist das Haus, wo ich jetzt hergekommen bin, durch den Farn. Und rundum haben wir Dschungel. So, jetzt scheint die Sonne und es kommt gleich Regen. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt mal eine Stunde die Runde drehen. Ich möchte dir unbedingt mal zeigen, wie der kleine Weg, La Ceiba wird er genannt, aussieht. La Ceiba, zu Deutsch der Kapokbaum, ist eben die größte Sehenswürdigkeit, den wir gleich sehen werden. Insgesamt ist es absolut wichtig, dass man gerade in der Regenzeit, wo wir uns jetzt noch befinden, also Start der Trockenzeit, immer aufpasst und sobald es regnet, am besten aus dem Wald geht. Ich habe dazu ein Video gemacht, ich werde es gleich mal zeigen, was aus diesem kleinen, unscheinbaren Flussbett passieren kann. Und da vorne der niedliche Bach, der gerade noch zärtlich lächelnd fließt, aber hier und da mal seine fiese Fratze des Grauens durchblicken lässt, wenn die Wassermassen so gewaltig sind, dass Bäume entwurzelt mitgerissen werden. Abgefahren. Das ist jetzt also der Weg La Ceiba und da vorne sehen wir noch den Bach, der kleine niedliche Bach Nicuesa. Und dieses ganze Gebiet hier, was wir hier sehen, das waren mal bis ungefähr 3 Kilometer runter und bis ungefähr 2-3 Kilometer hoch ganz viele Fincas. Fincas sind eben so kleine, ich sag jetzt mal Häuser, Bauernhäuser mit einem großen Garten, zum Beispiel mit Kakaoplantagen, aber auch mit viel Viehzucht drumherum. Das heißt, so eine Finca mit ja, allem drum und dran hatte mehrere Hektare. Und das Interessante ist, dass Anfang der 90er die gesamte Menschen gegangen sind. Das heißt, hier wurde der Nationalpark eingerichtet und die Flächen wurden eben verkauft bzw. den Eigentümern abgekauft. Und die traurige Geschichte, die war Ende der 80er, Anfang 90er. Ich konnte nicht genau herausfinden, wann es war. Und man muss sich so vorstellen, es gab ganz viele Häuser verteilt, alle paar hundert Meter. Und es gab da vorne irgendwo eine Schule mit einem Brunnen. Irgendwo gab es einen Fußballplatz, einige Häuser, aber alles schön verteilt, alle paar hundert Meter. Und wie gesagt, die Natur hat sich hier in den letzten Jahrzehnten alles zurückgeholt. Das heißt, kaum vorstellbar.
Der Streit der zwei Männer, des Familienvaters mit 62 und mit zwei anderen Mit-40ern, ist dann irgendwann so weit eskaliert, nachdem eben beschlossen worden ist, dass dieser Weg Richtung Golfito gebaut werden soll, dass der 62-Jährige kurzerhand die beiden Männer erschossen hat, und zwar auf diesem Fußballplatz, und zwar einen mit 8 Schüsse, davon 5 in den Kopf, und den anderen hat er auch hingerichtet mit, ich weiß nicht, Bauchschüsse oder Hüftschüsse, wie auch immer. Die Geschichte geht weiter. Der Mann hat scheinbar auch noch auf Kinder geschossen, die Fußball spielen waren und alle abgehauen sind, und ist dann irgendwo in den Wald und wollte sich erschießen mit 2 Kügeln, hat aber überlebt und wurde dann von der Polizei geschnappt. Eigentlich wollte er die Polizei im Hinterhalt abknallen, hat er gesagt. Letztendlich ist es nicht dazu gekommen, weil er keine Munition mehr hatte, wurde geschnappt. Und da muss ich sagen, Costa Rica ist in der Hinsicht traurig wie Deutschland. Das Gesetz ist sehr lasch. Er kam nach 4 Jahren wieder frei, ist mittlerweile verstorben. Aber das heißt auch wie in Deutschland, für unfassbare Straftaten muss man hier sehr wenig Zeit ins Gefängnis. Ich finde sowas für Hinrichtungen, wie er begangen hatte, wenn es denn so war, wie erzählt wurde, nur 4 Jahre zu bekommen, das ist eine maßlose Schande und eine Verhöhnung der Opfer. Sei es drum, hier mittlerweile, man kann sich nicht mehr vorstellen, was für eine Tragik hier mal passiert ist. Na, das guckt mich jetzt an, weiß jetzt nicht, ist er Freund, ist er Feind. Jetzt schaut's. Wichtig in so einer Situation ist, ruhig sein, am besten nicht in die Augen gucken und keine Panik bekommen, weil Tiere reagieren auf Angst. Hier ist es ganz nah. Und immer dran denken. Der Wald ist das Revier des Schweines. Das ist jetzt hier der Kaperbaum, der Namensgeber des Weges ist, La Ceiba. Und was für ein Brummer. Wahnsinn. Ich würde gerne wissen, für wie viele Tierarten der Lebensraum ist. Beziehungsweise für unzählige Schlangen. Das hier ist eine Liane, und diese Liane geht hier außen hoch. Man kann es erkennen. Wie oft habe ich schon geträumt, da hoch zu klettern, um zu erforschen, was da oben alles kreucht und fleucht. Und das Problem sind aber vor allem die Insekten und Spinnen, die hier leben, denn es ist einfach zu gefährlich, da hoch zu klettern. Zumal ist es auch rutschig mit dem Moos und nass und viele giftige Tiere und vielleicht auch Pflanzen lieber nicht. Aber was ich gerne mache, ich habe immer eine Taschenlampe dabei. Hier ist so eine Stirnlampe, um dann da unten in den Löchern nach Schlangen zu suchen, weil so eine Möglichkeit wie hier bei dem schönen Baum hast du nicht allzu oft. Auf jeden Fall eine richtige Punktlandung. Da vorne sieht man noch die Sonne beim Untergang, und auf der anderen Seite hört man schon, wie der Regen kommt, beziehungsweise man kann es da vorne so ein bisschen erahnen hier auf dem Bild, aber man sieht schon, vor allem man hört schon, dass jetzt hier der Regen naht. Es ist nur noch eine Frage von Sekunden und dann heißt's prasseln, genießen. Richtig faszinierend. Man hört hier, wie der Regen kommt an den Blättern, und
Da ist er schon. Fast auf die Sekunde genau, 20 Sekunden. Hier Sonnenuntergang, hinter mir der Regen und jetzt das Prasseln. Jetzt sind wir gerade hier dabei beim Besatteln der Pferde. Da gehen wir jetzt weg. Und das ist natürlich eine der schönen Sachen hier, dass man viel Kontakt hat mit den Pferden. Also wenn du hier deine Auszeit nimmst, dann lebst du auch wirklich hier mit den Pferden zusammen, was ziemlich spannend ist. Und ja, schöne Tiere auf jeden Fall. Hi. Hi, na du. Gefällt dir das? So, eine der Aufgaben ist hier auf jeden Fall auch, dass man lernt zu besatteln. Da bin ich wirklich jetzt noch kein Meister, aber es ist ja auch bekanntlich noch kein Meister vom Himmel gefallen. Da braucht man auf jeden Fall viel Geduld am Anfang, beziehungsweise die Pferde vor allem mit mir. Und wenn man dann aber mal so die Beziehung mit den Tieren aufgebaut hat und sie einen auch respektieren, dann ist es viel leichter. Und da machen wir das jetzt mal. Was auch interessant ist, wenn man das erste Mal so vom Pferd den Schwanz in der Hand hat, das sind ja unten dran wirklich Muskeln. Das ist ja nicht nur ein Haarschopf. Und dann ist eben auch wichtig, dass man hier diese Halterung schön hochzieht, dass keine Haare hier vom Pferd, vom Schwanz eingeklemmt werden, weil sonst kann das Pferd eben beim Reiten springen, wenn es merkt, dass die Haare zupfen und ziehen. Jetzt kommt, finde ich, der schwierigste Teil, den Carlos macht. Das ist jetzt hier mit dem Knoten. ¿Cómo se llama ese nudo? ¿Tiene un nombre ese nudo? Sí, una gasa. Puede ser gasa. ¿Y siempre usa eso o es un montón No, a de...? ver, si el caballo es muy arisco, es mejor este por si en algún momento el caballo se le cae o algo, es fácil de soltar. Ah, de soltar ¿Ves? el nudo. Ya, queda suelto. Ajá. Esto, así. Es diferente, las personas a veces lo amarran diferente, pero yo lo uso así. Y me ha Entonces resultado fijado muy bien. acá, Sí. acá y... Ok, entiendo. Y se fija, ajá. Perfekto. Den Knoten beim Sattel machen, das ist mir jetzt hier noch ein bisschen zu viel. Ist auch nicht jetzt meine Lieblingsaufgabe, muss ich sagen, aber auf jeden Fall hier spannend zu sehen. Jetzt kommen die Zügel und sehr zahme Pferde. Se puede montar todo caballos, todos son tan mansos. Sí, todos son más. Todos son ¿Y qué piensas? ¿Cuándo se puede montar a la cría? 2 años. Quiere Bueno, ya decir, tiene como medio año tiene, entonces tal vez el año y medio más. hey, na du bist ja süß. Ein bisschen Angst, hm? Hast du noch ein bisschen Angst? Komm. Komm her. Ja, komm her. Komm. ¿Te gusta el trabajo con los caballos? Sí. Me gusta mucho trabajar con los animales. Oh, mira. Uy. Laura. Hallo. Hallo. Der hat ein bisschen Angst hier. Das ist prinzipiell ein ganz lieber, aber... Jetzt kommt natürlich der schönste Teil. Das ist natürlich, wenn man
hier dann auch reitet mit den Pferden. Ne? Vamos, vamos, fuera, muy bien. Hasta luego. Das Coole hier ist, man könnte im Endeffekt als Selbstversorger leben. Also man braucht Reis und Bohnen als Grundnahrungsmittel, aber ansonsten, du hast hier unzählige Früchte, die ich nicht mal kenne. Hier wie so eine dicke, stachelige Frucht. Hier unten zum Beispiel hast du Ingwer. Da sehen wir mal, wie Ingwer aussieht. Hier unten quasi diese Knollen, das ist der Ingwer. Hier sehen wir es ganz frisch, fruchtig frisch. Wir haben hier überall zum Beispiel, ich zeige es dir mal auf der anderen Seite, diese Chilischoten, die sind hier sehr scharf. Wir haben aber auch welche, die nicht scharf sind. Hier oben natürlich für zwischendurch die Kokosnüsse beziehungsweise die grünen. Die sind weniger zum Essen, mehr zum Trinken gedacht. Hier vorne haben wir zum Beispiel eine Papaya. Da vorne Limonenbaum. Im Endeffekt alles, was das Herz begehrt und noch viele weitere Früchte, die ich nicht kenne. Aber vielleicht noch ein Wort zur Versorgung hier. Zum einen gibt es den Strom, der kommt von Solarmodulen, die auf dem Dach hier sind. Das Wasser, das kommt aus Rohren hier oben vom Fluss. Da sieht man das Rohr, wie es quasi hier herkommt. Und zudem zum Kochen gibt es hier Gas. Da stehen außen dann die Gasflaschen. Und das ist dann quasi hier den Luxus, den man genießen kann. Hier die Gasflasche. Der Müll, der produziert wird, der wird mitgenommen zum Recyceln. Es sei denn, es ist Müll, der eben biologisch ist, dann wird er hier genutzt für die Erde, um dann eben ja, die Pflanzen, die hier wachsen, zu düngen.